hast du zuletzt geweint? Heute. Oh. Ich? Boah. Wann ich das letzte Mal geweint habe, ich weiß es nicht. Gute Frage. Boah. Zuletzt geweint? Boah. Ich würde gerne wieder weinen, aber ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Bestimmt vor über 15 Jahren oder so. Ich glaube 2014. Und Algerien hat gegen Deutschland verloren in WM. Diese Manuel Neuer, kann man nicht. Okay. Nee, sag was. Das ist ein Hurensohn. Es tut mir leid, aber das ist ein Hurensohn. Dieser Manuel Neuer. Spielst du Keeper, spielst du Verteidiger, spielst du. 4 Monate. Gestern. Ich kann nicht mehr weinen. Aber ich glaube 19. Vor einem Monat? Ich glaube, letzte Woche, als ich ziemlich überfordert mit der Arbeit war. Vor ein paar Tagen? Vor einem Jahr, glaube ich. Oh, heute. Wenn ich Hunger habe und dann über irgendwas rede, was mich aufregt oder was mich nervt, dann fange ich an zu weinen. Gestern. Ich glaube, ich weine so einmal pro Tag fast. Auch aus Freude, aber auch einfach so. Ja, bei Medizin heult man ja nicht vor Freude, sondern eher vor Frust. Heute. Also eigentlich relativ belanglos. Aber also ich finde, Weinen ist eigentlich was Gutes, also was Natürliches und ein Anlass oder eine Möglichkeit, Emotionen, die irgendwie festsitzen im Körper, halt so rauszulassen. Deswegen, ich verbinde Weinen eigentlich mit was Befreiendem, was Positivem. Es ist länger her auf jeden Fall. Also ich schätze, also auf jeden Fall, was ich weiß, das allerletzte Mal, wo ich wirklich geweint habe, war vor ein paar Monaten. Ich glaube, es ist schon sehr lange her. Ja. Ich glaube, als mein Hund gestorben ist vor einigen Jahren, war das traurig, da sind ein paar Tränen geflossen. Ja. Aber ist doch gar nicht so lange her, vor 2 Wochen. Heute. Ich habe vor kurzem geweint. Also keine Ahnung, vor ein paar Tagen. Ich finde das wichtig, ich kann es nicht so gut. Und das ist so ein Auslass, so, um mit Stress umzugehen und sowas. Und ich kann auch nicht immer weinen. Ja, bestimmt vor ein paar Tagen. Ja, ist schon länger her. Vor so 3 Tagen. Ja. Etwas Druck war da und ich wusste nicht, wie ich was handle. Ja, ich glaube, das gehört dazu, dass man aus Freude und manchmal auch in schlechten Zeiten einfach weint. Boah, schon 3, 4 Jahre her. Am Samstag, also letzte Woche. Oh, 6, 7 Monate her vielleicht, so ein bisschen. Generell Corona war schwierige Zeit, auch mit Beziehungen und Beruf und so weiter. Gestern. Gestern habe ich geweint, weil ich war ein bisschen gestresst und dann, ja. Gestern. Momentan ist eine schwierige Phase. Ich weine mehr als sonst. Vor einer Woche. Ich habe einen kleinen Streit gehabt mit meiner Mom und ja, das ging mir ein bisschen zu Herzen. Am Silvester. Aus Freude oder? Aus Freude. Ich glaube, vor so 3, 4 Monaten. Gestern. Das Ding ist, ich bin so ein Mensch, manchmal höre ich einfach nur so, keine Ahnung, so traurige Musik und dann weine ich mit der Musik. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn man irgendwie so ein Lied hat und dann weint man so ein bisschen? Das ist irgendwie letzte Woche gefühlt. Aber so Grund zu weinen? Nee, ich habe mich letztens verletzt mit dem Finger und dann, da ist der Basketball gegen meinen Finger gelaufen und dann hat wehgetan, habe ich so eine kleine Träne so fallen lassen, aber so emotionales Weinen nicht wirklich. Vor 4, 5 Jahren, da bin ich eine Klasse sitzen geblieben, weil ich mich sehr schlecht benommen habe in der Schule. Da hat meine Mutter geweint und da war ich so traurig, weil die geweint hat, habe ich auch geweint. Vor ziemlich genau 3 Tagen, als ich den Film Schumacher geguckt habe auf Netflix, kann ich nur empfehlen. Aber ich bin auch so jemand, der beim Film, also ein bisschen, ja. aber bei Filmen ist das irgendwie so, keine Ahnung, da passiert mir das ab und zu, dass ich so, ey, bei Batman, 2. Teil, musste ich immer weinen. Ich glaube vor ein paar Tagen. Nee, wegen meinem Leben so ein bisschen, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich glaube, ich habe irgendeinen Film gesehen oder ich habe an irgendwas gedacht. Ach so, ja, ich habe an so ein Foto gedacht, das ich mal gesehen habe von so einem Kind, das so richtig abgemagert war und also richtig Hunger hatte und so. Und ich habe dieses Bild so lange in meinem Kopf und immer wenn ich daran denke, muss ich heulen. Und daran habe ich gedacht. Und es war vielleicht vor so einer Woche. Letzte Woche.
Bestimmt gar nicht so lange her. Bestimmt letzte Woche oder so. The Summer I Got Pretty geschaut auf Amazon. Der war voll traurig. Da musste ich weinen. Ja. Ich weine voll oft bei Filmen. Also, ja, das war vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Ich glaube bestimmt so vor 3 Monaten. Vor 2 Wochen oder so vielleicht. Vor ein paar Wochen, keine Ahnung. Ich weiß aber auch kein spezifischer Grund. Einfach so. Über die Weihnachtszeit, weil ich mit Corona zu Hause lag und deswegen Weihnachten nicht mit meiner Familie feiern konnte. Aber ich bin auch ein sehr emotionaler und sehr nah am Wasser gebaut. Ein sehr emotionaler Mensch und sehr nah am Wasser gebaut. Deswegen passiert das bei mir relativ schnell. Ja. Wann hast du zuletzt geweint? Oh, ich glaube sogar gestern oder heute? Zum Glück nicht. Aber ich bin sehr emotional, ja. Nicht unbedingt immer, weil ich so traurig bin oder so oder weil ich depressed bin oder so, aber ich bin einfach sehr emotional. Es reicht schon, wenn ich irgendwie ein trauriges Video sehe und dann fange ich einfach an zu heulen oder keine Ahnung, wenn ich Musik schreibe, fange ich an zu heulen. Eigentlich sehr oft. Also ich bin sehr emotional. Gestern, als Frankreich verloren hat, war sehr traurig für mich. Ja. Vor 3 Wochen. Wir haben uns verabschiedet. Ja, letzte Woche Donnerstag. Ich habe meine letzte Klausur bestanden. Oh, ich weine eigentlich sehr häufig, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Ich finde es so schade, dass wir es nicht geschafft haben, über dieses Thema Krieg hinauszukommen in unserer europäischen und westlichen Gesellschaft. Ich habe eigentlich gedacht und gehofft, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es Schluss wäre, weil ich kenne noch die ganzen Schilderungen von meiner Oma und weiß, wie schlimm Krieg ist und dass es jetzt wieder Menschen gibt, die Krieg führen und dann auch noch so nah vor unserer Tür sozusagen. Das ist für mich einfach eine ganz grauenhafte Sache. Ich habe heute geweint, muss ich sagen. Aber also das waren so gemischte Gefühle, aber am Ende war es sehr viel Glück. Ne? Also sehr viel Glück und Freude und sehr viel Realisieren und auch so viel Dankbarkeit, weißt du, wo ich dann gelaufen bin. Das war hier in der Nähe am Bockenheim, also Bockenheimer Warte. Und dann bin ich gelaufen und dann hat die Sonne geschienen und ich war so glücklich und so dankbar einfach, weißt du, für das, was gerade im Leben passiert. Und es war so ein cooles Gefühl, so schön. Und deswegen ist es ganz, ganz frisch. Vielleicht so vor 3 Tagen oder so. Virgos, ich weine so oft, wirklich. Vor einem Monat, weil das war eigentlich vor Freude, weil ich bald nach Australien gehe und dann das Video bekommen habe. Und ja, ich habe eigentlich noch nie vor Freude geweint, aber das war das erste Mal. Vor 3 Wochen oder vor einem Monat, so aus Painful Memories. Vor 2, 3 Jahren geweint. Vor 4, 5 Monaten gewesen sein. Also das kommt halt auch auf die Definition von Weinen drauf an. So richtig, so mit Tränen. Ja, das war, glaube ich, das letzte Mal, da hat meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht. So. Ja, doch, ich glaube, da hatte ich Tränen in den Augen. Ja. Ach, das war, glaube ich, vor 2 Tagen. Geweint. Ich glaube, als mein Onkel gestorben ist, vor 4 Jahren. Ich weine sehr, sehr selten und das allerletzte Mal, wo ich geweint habe, ist, glaube ich, 3 Monate her. Ich finde, man sollte auf jeden Fall auch mal weinen können. Das gehört einfach zum Leben dazu. Das war am Anfang dieses Jahres, weil ich habe mich selber in so eine Situation gebracht, wo ich mich selber hinterfragt habe einfach. Was habe ich da gemacht? Das bin ja eigentlich gar nicht ich. Und ich habe mir dann so viele Probleme verbreitet und ich habe so viele Leute enttäuscht. Und dann habe ich irgendwie keinen Auslöser oder keinen Weg für diesen Schmerz oder Emotion gefunden. Dann habe ich auch für einen kurzen Moment mir selber ein paar Minuten genommen, habe geweint, mein Gesicht gewaschen und dann weiter mit dem Tag. Vielleicht so vor 2 Tagen oder so. Ich könnte so gut wie jeden Tag weinen, aber das war, glaube ich, zuletzt vor 1 Monat, 1,5 Monaten so. Ist länger her, weiß ich gar nicht mehr. Boah, ich weine viel. Ich weine bei Filmen, die traurig sind. Man sagt, ich bin nah am Wasser gebaut. Das letzte Mal geweint nicht wegen einem Film, habe ich, als ich jemanden, der mir sehr nahe stand oder sehr nahe steht, verletzt habe. Das ist aber schon ein bisschen länger her und da habe ich viel geweint, ja. Heute, als ich Musik gehört habe, hatte ich so Tränen in den Augen, aber ich habe nicht geweint. Richtig geweint, glaube ich, das war
2 Monate her und dann wieder vor 6 Jahren oder so. Ein Mann kann auch mal schwach sein, nur weil er weint, heißt nicht, dass er nicht stark genug ist. Weil ich mein Löwe, weil ich mein. Keine Ahnung. Also wirklich jetzt. Ich würde es zugeben oder ich würde sagen, wenn ich es wüsste, aber bestimmt irgendeine, vielleicht, weiß ich nicht mal sicher, aber vielleicht als ich aus Lissabon, ich habe vor Corona in Lissabon gelebt und als ich das Land verlassen musste und nach einem Jahr dann wieder nach Deutschland zurück bin, kann sein, dass da eine Träne geflossen ist, als ich der ein oder anderen jungen, hübschen Dame Goodbye gesagt habe. Im Sommer, im Urlaub, ja, da habe ich geweint. Ich will nicht erzählen, wieso. Das war damals wegen Ex-Freundin, weil ich hatte 6-Jahres-Beziehung und so. Und manchmal, natürlich, Männer heißt ja, Männer weinen nicht und so, aber ein Mann muss auch mal weinen. Wenn man Schmerzen irgendwo mal drin hat und es nicht mehr verarbeiten kann, trinkst du halt mal was, hörst ein bisschen Musik und dann geht's halt unter die Haut und dann irgendwann mal heulst du auf. Trotz Mann. Wann hast du zuletzt geweint? Ja, am Freitag habe ich zuletzt geweint. Es war super krass. Also, boah, mich überkommen jetzt die Gefühle, wenn ich daran denke. Ich mache Seminare, also Öffentlichkeitsseminare in der Persönlichkeitsentwicklung und am Freitag habe ich ein Seminar zum Thema persönliche Stärken und Schwächen gegeben. Und ich habe von den Teilnehmern erwartet, dass die sich aus der Sicht einer anderen Person vorstellen. Und eine Teilnehmerin hat sich geweigert und wollte es nicht machen. Und wir haben dann so eine Feedbackrunde gemacht. Also wir hatten so eine Konversation mit den anderen. Und auf einmal hat sie unterbrochen und hat gesagt, sorry, dass ich euch unterbreche, aber ich will es jetzt doch machen. Und dann ist sie nach vorne gegangen. Und das bewegt mich immer noch sehr, hat über sich gesprochen in ihrer Person. Und da habe ich gesagt, Moment, die Aufgabe war in einer dritten Person, also aus der Sicht der Freundin sich vorzustellen. Da hat sie gesagt, ich bin mir meine beste Freundin. Und genau deswegen stelle ich mich aus meiner Sicht vor. Und ja, sie war so voller Liebe, sie hat so viel erlebt und hat es aber trotzdem, hat so viel Liebe und Positivität rübergebracht. Das hat mich so berührt, dass ich schon wieder weinen muss. Und mir ist das noch nie passiert. Ich habe schon 100.000 Seminare gegeben in meinem Leben und es gab Momente, wo ich den Tränen nah war, wenn die Menschen sich einfach geöffnet haben, aber das hat mich einfach so bewegt. Und das war so stark und sie hat sich im Vorfeld entschuldigt, wenn sie weinen muss, aber sie hat nicht geweint. Die anderen haben geweint, als sie es sich vorgestellt hat. 3, 4 Monate, glaube ich. Da ist nämlich einer meiner Hunde von uns gegangen. So, das war so das letzte Mal gewesen. Also ich kann mich noch erinnern auf jeden Fall, wann es war, aber es ist auf jeden Fall schon ein Jahr her, ja. Gestern Abend. Ich habe ein sehr trauriges Video über die Protesten im Iran gesehen und habe ich ganze Nacht geweint. Wann ich zuletzt geweint habe? Vor kurzem habe ich geweint. Dann habe ich an meine verstorbene Schwester gedacht und bin emotional geworden und habe geweint. Ich glaube die Woche irgendwann sogar. Das ist 1 Jahr her ungefähr, 1 Jahr her. Aber davor habe ich sehr lange nicht geweint. Oh, wahrscheinlich als meine letzte Beziehung auseinanderging. Also es muss so vor ein paar Monaten gewesen sein. Ich habe mein Bein-Leg gebrochen vor 2 Jahren und wahrscheinlich dann, ja. Oh, ich muss sagen, ich weine nicht viel. Als meine Tochter mir ein Bild gemalt hat mit uns 2 und das waren Freudestränen gewesen so. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, letzte Woche bei einem Kinderfilm mit meiner Schwester. 4 Monate, 3 Monate? Manchmal nur so eine Träne, wenn du was Trauriges siehst, irgendwie so eine Nachricht oder so. Manchmal so eine Träne, das war sowas in die Richtung. Oder so 2, 3 Tränen auch. Ich bin dann nicht so. Also ich habe jetzt keinen Heulkrampf bekommen, gell? Aber ich habe bestimmt ein paar Tränen vergossen. Doch, pass auf. Ich habe letztens so 3, 4 Tränen verdrückt, weil ich hatte ein Video, das ich hochladen musste. Das war richtig wichtig, ein Video. Und meine Hausarbeit abzugeben. Das war am 15. September, das war gar nicht so lange her. Und das war alles auf meinem iPhone drauf. Wo ist mein iPhone? Hier, irgendwo ist mein iPhone. Hier. Mein iPhone, ja? Und ich will das Video hochladen. Hier drauf.
Und dann kennst du das, wenn alles schwarz ist und hier ist nur noch dieses Apple-Zeichen, das geht nicht weg. Das war 1 Stunde vor Upload. Ich sitze da so, ich fange an so Tränen zu weinen. Ich so, das kann nicht sein. Was ist das für eine Prüfung, dachte ich. Warum wird ich jetzt geprüft? Warum heute? War tatsächlich, als die Katze von meinem Freund überfahren wurde. Das fand ich voll traurig. Und ansonsten bin ich bin voll nah am Wasser gebaut. Also ich weine schon mal so, wenn irgendwas ist. Also keine Ahnung. Stimmt, vor ein paar Tagen bei irgendeiner Netflix-Serie oder so safe. Wenn mir jemand erzählt, ey, mein Schwager ist gestorben, so, dann denke ich, ja, traurig oder so. Aber da fällt mir Weinen auf jeden Fall schwer. Oder ist jetzt nichts, was mich so... Aber zeig mir das Ende von Herr der Ringe oder was weiß ich was, ist vorbei. Und willst du auch ein Teil von Scharf sein und die Fragen beantworten, dann füll das Formular unten aus. Okay Leute, abonniert alles Scharf, sehr cooler Channel und ja, ihr verpasst was, wenn ihr nicht dabei seid.